Tja, und langsam aber sicher beginnen jetzt schon die Gedankenspiele zu künftigen Posten. Wer könnte welches Ministerium übernehmen? Eine Übersicht über die Möglichkeiten bei einer GroKo hat unser Kollege Marian Grunden mal zusammengefasst. Werfen wir einen Blick auf die möglichen Kandidaten im kommenden Kabinett Merz. Tatsächlich muss das natürlich aus Unionspolitikern, aber auch SPD-Politikern besetzt werden. Und da kommen verschiedene Politiker in Frage, die sich da auch jetzt schon in Stellung bringen. Und wir wollen uns das natürlich mal genau anschauen. Friedrich Merz, der ist natürlich als Bundeskanzler gesetzt. Dann gibt es immer wieder Diskussionen um Thorsten Frey, den parlamentarischen Geschäftsführer. Er könnte das Innenministerium bekommen oder Kanzleramtschef werden. Allerdings hat er immer schon wieder beim Kanzleramt davon gesprochen, das sei nur ein Pöstchen. Also das ist fraglich, wie ernst er das meint und ob er das Amt wirklich will. Boris Pistorius, der derzeit beliebteste Politiker Deutschlands, der könnte das Außenministerium übernehmen und Vizekanzler werden. Das ist jedenfalls traditionell so, dass die kleinere Koalitionspartei das besetzt. Alternativ wäre natürlich auch, dass er das Verteidigungsministerium weiterführt, ins Finanzministerium wechselt oder sogar ins Justizministerium. Er ist immerhin Jurist. Jens Spahn, ein alter Bekannter aus dem Gesundheitsministerium. Man glaubt es nicht wirklich. Es könnte aber sein, dass er wieder nach dem Gesundheitsministerium schaut oder auf das Finanzministerium blickt. Alternativ wird gemunkelt, dass er Fraktionschef wird. Carsten Linnemann, da wird gesagt, er könnte unter Umständen Wirtschaftsminister werden und neue Kompetenzen dazu bekommen. Da ist aber auch nicht ganz klar, ob Merz ihn nicht lieber an seiner Seite weiterhin haben will. Alexander Dobrindt von der CSU, der gilt als Gesetz. Der wird auf jeden Fall in diesem Kabinett auftauchen. Fraglich ist nur wo. Er schielt wohl auf das Finanzministerium, aber auch das Innenministerium oder das Verteidigungsministerium sind im Spiel. Verteidigung aber eben nur dann, wenn es nicht von Boris Pistorius fortgeführt werden würde. Die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, die könnte ein neues Infrastrukturministerium bekommen. Da ist aber noch die Frage, ob das tatsächlich so organisiert wird, wie sich die Union das vorstellt. Fakt ist aber, sie hat Interesse bekundet. Dirk Wiese, auch einer, der fürs Innenministerium im Gespräch wäre. Da ist aber natürlich die Frage, ob die Union das wirklich an die SPD abgeben würde oder ob das eher nur Wunschdenken der Sozialdemokraten ist. Lars Klingbeil, der jetzt Fraktionschef werden möchte, der will das Außenministerium, Finanzministerium könnte er sich auch vorstellen oder das Verteidigungsministerium. Nach dem vergeigten Europawahlkampf und jetzt der Bundestagswahl ist das aber schwierig vorzustellen, dass man ihn wirklich so weiter befördert. Aber alles ist möglich. Hubertus Heil, der bisherige Arbeitsminister, der könnte dieses Ministerium auch erneut besetzen. Die große Frage ist eben nur, er ist der Architekt des Bürgergelds, ob das mit der Union möglich sein wird. Denn er müsste sich wahrscheinlich von seinem Herzensprojekt trennen. Und die Frage ist, wird er das machen? Wird er diese Verantwortung übernehmen? Das Bildungsministerium, da kommen gleich zwei CDUlerinnen in Frage. Julia Klöckner und Karin Prien. Eine von beiden kann es nur machen. Das wird noch spannend, wer sich dann am Ende durchsetzen wird. Dorothee Bär von der CSU, da wird es wahrscheinlich ein Digitalministerium geben, das sie dann am Ende leiten wird. Weiterhin bei der CDU, das hat Söder im Wahlkampf immer wieder gesagt, das Landwirtschaftsministerium. Und da kommt Günther Felsner ins Spiel. Der ist im Moment Präsident des Bauernverbandes und könnte da dann übernehmen. Svenja Schulze, Entwicklungsministerium. Das geht aber nur, wenn das Entwicklungsministerium tatsächlich bestehen bleibt. Es wird auch überlegt, das ans Auswärtige Amt anzudocken, also dann im Außenministerium, was sie dann nicht bekommen würde. Und dann gibt es noch Karl Lauterbach. Friedrich Merz und er, die verstehen sich mal so überhaupt nicht. Denn Karl Lauterbach hatte Friedrich Merz in der Migrationsdebatte vorgeworfen, dass er gemeinsame Sache mit Nazis macht. Das heißt natürlich, Friedrich Merz will ihn wahrscheinlich nicht so recht da drin sehen. Das Gesundheitsministerium ist aber eigentlich ein unbeliebter Posten. Und die Krankenhausreform kommt auf uns zu. Da sitzen natürlich nicht besonders viele Leute, die sagen, ja, das will ich machen. Deswegen könnte es am Ende doch sein, dass Karl Lauterbach seine Gesundheitsreform weiterführt, auch wenn er sich eigentlich mit Friedrich Merz verkracht hat.